Wer mag alles saftige Schokoladenmuffins? Den Gang zu McDonald's kannst du dir ab sofort sparen. Ich habe für euch die ultimativen, saftigen und leckersten Muffins, die ihr je gebacken habt. Mit einem leckeren, flüssigen Kern. Hier seht ihr den Anschnitt. Bei mir waren sie noch lauwarm. Also ihr könnt sie lauwarm essen, ihr könnt sie kalt genießen. Einfach göttlich. Probiert dieses Rezept unbedingt aus. Wir kommen direkt zu der Zubereitung. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich benutze Backpapier statt Backförmchen, da die Muffins schön hoch werden sollen. Das Backpapier einfach zerknüllen, dann könnt ihr das besser bearbeiten. Ich habe mir aus Backpapier Quadrate ausgeschnitten und benutze pro Muffin 2 Stück. Das wird mit einem Glas einfach in die Muffinform hineingedrückt, ein wenig noch gedreht, so dass es auch hält. Wie gesagt, 2, das soll dann so ungefähr tulpenförmig aussehen und dass auch garantiert nichts ausläuft. Wer natürlich hat, kann natürlich auch Backförmchen benutzen. Die kleinen müsst ihr dann darauf achten, dass ihr die nicht zu voll macht. Oder wenn ihr habt, nehmt dann die großen. Die gibt es eigentlich nicht überall. Wir starten mit dem Teig. Am besten immer die Zutaten alle auf Zimmertemperatur. So gelingen euch die Muffins am besten. Ich benötige als erstes 4 Eier und eine Prise Salz. Habe dann noch ca. 1 bis 2 Teelöffel Vanilleextrakt genommen. Wer hat, kann auch gerne Vanillezucker nehmen. Das Ganze wird jetzt so circa 2-3 Minuten lang auf höchster Stufe mit dem Handrührgerät verrührt. Gebe direkt noch den Zucker hinzu. Ich habe jetzt hier nur 200 Gramm Zucker genommen, nur ist gut. Am Ende kommt ja noch Schokolade drüber, dann wird das Ganze auch süß genug. Das Ganze wird dann so lange verrührt, bis es schön aufgeschäumt ist, bis sich das Volumen etwas verdoppelt hat. Das merkt ihr dann schon. Dauert so circa 2-3 Minuten, kommt auf euer Handrührgerät an. Als nächstes habe ich hier 270 Milliliter Öl hinzugefügt. Das macht den Muffin richtig schön saftig. Das Ganze wird dann nur circa ein paar Sekunden lang untergerührt. Und zum Schluss kommen dann 100 Milliliter Milch und 200 Gramm Naturjoghurt dazu. Wenn ihr das dann Ganze kurz untergerührt habt, die flüssigen Zutaten, kommt jetzt 50 Gramm Backkakao hinzu, das am besten hineinsieben, dann ein Päckchen Backpulver und 380 Gramm Mehl. Am besten hineinsieben, so vermeidet ihr die Klümpchen. Das Ganze habe ich jetzt erstmal mit dem Schneebesen untergehoben. So fliegt euch nicht das Mehl um die Ohren. Und wenn das ganze Mehl dann eingearbeitet ist, habt ihr schon mal einen saftigen, leckeren Teig. Und den füllen wir jetzt in unsere Muffinförmchen. Und da wir unsere Muffinförmchen ja mit Backpapier ausgelegt haben, können die auch schön gefüllt werden. So werden die richtig schön hoch. Backe nun die Muffins im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 10 Minuten. So geht der Muffin schön nach oben. Und dann drehst du die Temperatur runter auf 170 Grad und lässt die Muffins nochmal für ca. 10 bis 15 Minuten fertig backen. Lasse nicht zu lange im Ofen, mach die Stäbchenprobe, so dass auch am Stäbchen nichts kleben bleibt, dann ist der Muffin auch fertig. Lässt du den Muffin zu länger im Backofen, so werden sie trocken. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal die Füllung vorbereiten. Dazu benötigt ihr 100 Milliliter Sahne, die einmal aufkochen.
und in der Zwischenzeit hacke ich 200 Gramm Zartbitterkuvertüre. Wer keine Zartbitterkuvertüre mag, kann natürlich auch Vollmilch nehmen, aber mit Zartbitter schmeckt es nochmal genau wie bei McDonald's. Wenn die Milch dann einmal aufgekocht ist, gebe ich die gehackte Schokolade hinzu und lasse einmal darin schmelzen. Wenn die Schokolade dann geschmolzen ist, fülle ich das Ganze in einen Spritzbeutel um. Nach 10 Minuten habe ich jetzt die Temperatur von 190 auf 170 Grad jetzt runtergeschalten. Jetzt wird der Muffin noch ca. 10 bis 15 Minuten zu Ende gebacken. Sehen die Muffins nicht fantastisch aus? Die sind super schön hochgegangen und durch das Backpapier ist auch nichts ausgelaufen. Wie von McDonald's. Findet ihr nicht? Schreibt es mir mal unten in den Kommentare. Als nächstes kommen wir jetzt zu der Füllung. Dazu müssen wir jetzt die Muffins aushöhlen. Dazu nehmt ihr so einen Apfelausstecher und holt euch so ein kleines Stück vom Muffin raus, dass ihr einen kleinen Hohlraum habt. Falls ihr so einen Apfelausstecher nicht habt, könnt ihr auch so eine Kuchentülle nehmen oder ganz vorsichtig mit einem Teelöffel arbeiten. Das Ausgehöhlte nicht vernaschen, das brauchen wir noch. Wenn ihr dann fertig seid, nehmen wir unsere Füllung, die Schokoladenfüllung, und geben das in die Mitte des Muffins. Dann kommt wieder der Deckel drauf, vorsichtig andrücken. Und dann verteilen wir auf den leckeren Muffins die restliche Schokoladenkuvertüre. Abschließend könnt ihr das Ganze nochmal mit Schokoraspeln oder gehackte Schokolade oder Schokoröllchen, was ihr gerade da habt, nochmal dekorieren. Wer mag, kann natürlich auch gehackte Mandeln drüber streuen, ganz wie ihr mögt. Den Gang zum Kaffee kannst du dir ab sofort sparen. Vor allen Dingen, wenn euch der Heißhunger packt. Probiert diese Muffins unbedingt aus, ihr werdet sie lieben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Kommentiert das Video, liked das Video und teilt das Video gerne mit Freunden und Familie. Bis zum nächsten Mal, eure Rabea. Bye bye.